dass Kreativität ein Muskel ist, den man trainieren kann. Und genau deshalb plane ich regelmäßig solche Shootings, um zu testen, zu experimentieren, um mich auszutoben. Ich muss aber auch gestehen, dass ich das Glück habe, dass ich ganz tolle Freunde habe, die mich da unterstützen. Adriana, meine Muse, kennt ihr ja schon hier von vielen solchen Shootings. Und heute hat sie sich auch wieder zur Verfügung gestellt. Aber es gibt mal Shootings, da läuft es besser, und es gibt mal Shootings, da kommen mehr Herausforderungen. Und dieses Shooting war ein solches. Warum und weshalb, das seht ihr gleich. Und jetzt geht's los! Hi, mein Name ist Tanja, ich bin Porträtfotografin aus Düsseldorf. Dieses Mal wollten wir ein Shooting mit Blumen umsetzen. Adriana hatte ein Moodboard, was uns zur Inspiration diente. Und da kamen wir schon zum ersten Problem. Zum Zeitpunkt des Shootings hatten wir gerade Januar und ja, die meisten Blumen waren natürlich nicht verfügbar. Deswegen mussten wir ein bisschen experimentieren. Adriana war so toll, hat sich darum gekümmert und hat geschaut, was sie bekommt. Es ist wichtig, dass die Größe der Blumen halt auch mit dem Gesicht passt. Und dann kamen wir auch schon zum zweiten Problem. Wie kriegen wir jetzt diese Blume in Adrianas Gesicht? Mir persönlich war es wichtig, dass wir eine hautfreundliche Lösung finden. Und deswegen habe ich mir 3 Ansätze überlegt. Das erste war einen transparenten Heftpflaster. Das zweite war ein medizinischen Sport-Tape-Band. Und das dritte war Wimpernkleber, also für künstliche Wimpern. Die dritte Lösung, der Wimpernkleber, ist es auch geworden und hat auch überraschend gut funktioniert. Adriana selbst ist auch Make-up-Artistin, wofür ich sehr dankbar bin. Die hat sich ein sehr schönes Make-up überlegt und auch die Blumen angebracht. Und da kamen wir schon wieder zum nächsten Problem. Man kann nicht einfach nur wahllos Blumen ins Gesicht kleben. Man muss tatsächlich sehr viel experimentieren, weil nicht jede Positionierung gut aussieht, das manchmal sehr überladen wirkt. Und es war wirklich ein ordentlicher Kampf, man kann es nicht anders sagen. Auch während des Shootings hat man plötzlich gemerkt, nee, das passt nicht, man musste welche entfernen. Die verschiedenen Blickwinkel waren nicht sehr gut und es war ein bisschen frustrierend, zugegebenermaßen. Aber was macht man in solchen Situationen? Ich sag mal, aufgeben ist keine Lösung, weil davon hat man bestimmt keine guten Bilder. Also mussten wir mit der kreativen Herausforderung umgehen. Ob wir es geschafft haben, das seht ihr jetzt gleich. Aber zuerst wechseln wir mal zu der Lichtsetzung, denn da kam auch schon das zweite Problem. Die Lichtsetzung vom Plan zur Optimierung. Ursprünglich hatte ich gedacht, arbeite ich doch mit der klassischen Rembrandt-Position, kann ja nie verkehrt sein. Dann habe ich auch festgestellt, es muss auch nicht alles nach Plan laufen, ne? Aber fangen wir ganz am Anfang an. Ich habe mich dazu entschieden, diesmal mit 2 Lichtern zu arbeiten. Dadurch, dass ich wieder den schwarzen Hintergrund hatte, wollte ich Adriana etwas vom Hintergrund separieren. Und dafür habe ich ein Konturlicht gesetzt. Und zwar eine Stripbox mit dem Godox V1. Ihr könnt aber auch einfach einen Reflektor verwenden. Statt des V1 könnt ihr natürlich auch einen einfachen Aufsteckblitz verwenden. Das tut nichts zur Sache. Das Konturlicht gibt ein Streiflicht an Adriana entlang. Ich blende euch hier ein Foto ein, dass ihr seht, was es macht. Als Hauptlicht habe ich meine 90 cm Octabox mit 2 Diffusionsschichten und den Godox AD200 Pro verwendet. Auch hier könnt ihr jeden Aufsteckblitz verwenden oder einen Reflexschirm. Ich habe ihn, wie gesagt, in der klassischen Rembrandt-Position aufgestellt und ein Testfoto gemacht und das erhalten. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht das, was ich wollte. Es war mir zu viel Licht und zu wenig Schatten im Bild. Es war einfach nicht diese Lichtstimmung, die ich so gerne mag. Diejenigen, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich es gerne etwas dramatischer mag, mit etwas mehr Lichtstimmung. Und deswegen habe ich mir gedacht, so funktioniert es nicht. Ich habe jetzt mehrere Optionen, aus denen ich wählen kann und die ich auch nutzen muss, um das Licht besser zu optimieren. Und die gehen wir jetzt nachfolgend durch. Die erste Optimierung, die ich durchgeführt habe, ist, dass ich die Wabe an die Softbox angebracht habe. Durch die Wabe wird das Licht mehr gebündelt und wir bekommen eine gezieltere Lichtführung. Als zweites habe ich die Blende geschlossen. Ich hatte sie bei 1,8. Der Godox AD200 Pro lief schon auf niedrigster Stufe, aber mir war das Ergebnis noch zu intensiv. Dadurch, dass ich die Blende geschlossen habe, kommt weniger Licht auf den Sensor. Ich hätte alternativ auch einen D-Filter verwenden können, habe mich aber für die Schließung der Blende entschieden. Als drittes habe ich die Softbox näher an das Modell herangebracht. Warum?
Umso näher es am Modell ist, umso stärker wird der Lichtabfall. Das nennt man Inverse Square Law. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Falls ihr darüber ein Video haben wollt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Auf jeden Fall wird der Lichtabfall deutlich schneller, umso näher man am Modell ranbringt, und das führt zu mehr Dramatik. Und dann kamen wir schon dem Ergebnis doch ganz nah. Durch diese 3 Optimierungen war das Licht nun so, wie ich es gern wollte. Aber es kamen noch weitere Herausforderungen. Wie ich schon erwähnt hatte, ist es mit den Blumen gar nicht so einfach zu shooten. Nicht jede Perspektive funktioniert, nicht jeder Winkel ist vorteilhaft. Ihr müsst wirklich sehr viel experimentieren. Und das Shooting hat deutlich länger gedauert als sonst, aber wir haben nicht aufgegeben. Und jetzt möchte ich euch die Ergebnisse zeigen und euch nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß dabei! I will love you every morning. Feel my heart beat, it is warm. I will make you a cup of coffee as you're sleeping through the storm. I will hold you every evening by the fire, it is warm, dancing sweetly, drinking whiskey, keeps us steady through the storm. Dieses Shooting zeigt mal wieder, es läuft nicht immer alles nach Plan, aber das Wichtigste ist, dass wir das Beste aus der Situation herausholen. Und letztendlich sind die Bilder ja doch sehr schön geworden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr die Situation kennt und auch Shootings hattet, die nicht nach Plan verlaufen sind, und wie ihr damit umgeht. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann schaut unbedingt auf das verlinkte Video, denn da habe ich mit Adriane auch wieder andere kreative Shooting-Ideen umgesetzt. Und ich sage tschüss, bis nächste Woche. Ciao!